Wir sind jetzt in Siem Reap, etwa 250 Kilometer von Phnom Penh entfernt. Nahe der größten Touristenattraktion Kambodschas, Weltkulturerbe und ein Highlight dieser Reise, dem Tempelbezirk Angkor. Bevor wir uns für 4 Tage in die Geschichte der Khmer werfen, geht es erstmal am Abend in die Touristenmetropole. Siem Reap ist die zweitgrößte Stadt Kambodschas mit rund 250.000 Einwohnern. Der Name bedeutet in etwa besiegtes Siam oder Siam platt gemacht und soll sich auf einen Sieg der Khmer über eine Thai-Armee im 16. Jahrhundert beziehen. Diese Deutung zeigt auf, wie belastet das Verhältnis zwischen Kambodscha und Thailand bis heute ist. Zumal die Thailänder Pol Pot unterstützten. Die Region war von Angriffen der Roten Khmer bis 1993 betroffen. Erst danach stabilisierte sich die politische Lage. Heute ist Siem Reap eine friedliche und für kambodschanische Verhältnisse blühende Stadt. Zu der positiven Entwicklung beigetragen hat vor allem der Tourismus. In dieser Region lebt man von den Besuchern. Dennoch ist Kambodscha ein armes Land. Das durchschnittliche Monatseinkommen betrug 2023 etwa 130 US-Dollar pro Monat. Der Mindestlohn beträgt eigentlich 170 US-Dollar. Besucht haben wir an einem der Folgetage einen Ausbildungsbetrieb. Hier entstehen Steinmetzarbeiten für Touristen, aber auch aufwendige Restaurationen oder Kopien zerstörter oder entwendeter Artefakte, auch Bilder, Stoffarbeiten und vieles mehr. Man kann sich alles zeigen und erklären lassen und es gibt zudem einen schönen Laden mit hochwertigen Arbeiten. Der Besuch kostet wie meistens nichts und man wird auch nicht gedrängt, etwas zu kaufen. Sehr angenehm. You can see the Wir sind bei einer der bedeutendsten Weltkulturerbestätten weltweit, den Tempelanlagen von Angkor. Bekannt wurden sie durch die Zeugnisse der Baukunst der Khmer, allen voran durch den Angkor Wat, dem größten Tempelkomplex der Welt. Die Region war das Zentrum des historischen Khmer-Königreiches Kambodscha, das Reich der Khmer vom 9. bis 15. Jahrhundert. Während der Blütezeit im 12. Jahrhundert lebten hier auf etwa 1000 Quadratkilometern 1 Million Menschen. Wir starten unseren Besuch bei den Ruinen von Angkor Thom. Angkor heißt Stadt und Thom groß, also große Stadt. Es handelte sich um die letzte Hauptstadt des Khmerreiches. Der Bau begann gegen Ende des 12. Jahrhunderts. Allein diese Anlage bedeckt eine Fläche von 900 Hektar und ist von einer 12 Kilometer langen Mauer umgeben, die noch von einem 100 Meter breiten Wassergraben umschlossen ist. Recht gut erhalten sind innerhalb der etwa 3 mal 3 Kilometer umfassenden Stadtmauer der Bayon mit seinen bis zu 43 Meter hohen Türmen und den steinernen Gesichtern. 37 der Türme stehen noch. Die hölzernen Bauwerke, das waren die meisten, sind im Laufe der Zeit verfallen und nicht mehr vorhanden. Bis heute hat man über 1000 Tempelanlagen entdeckt, bis in jüngster Zeit.
2008 zum Beispiel beim Bau einer Straße im thailändischen Grenzgebiet. Manches dürfte noch im dichten Dschungel verborgen liegen. Allein der Nationalpark umfasst rund 400 Quadratkilometer, ist eines der Top-Touristenziele weltweit. Vieles wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den Franzosen von der überwuchernden Vegetation befreit und restauriert, zerfallene Bauwerke aus den Originalteilen wieder zusammengesetzt. Auch wenn die Anlagen im Laufe der Jahrhunderte stark unter Raubgrabungen und dem Diebstahl vieler Kunstwerke gelitten haben, sind sie doch einmalig. Die wertvollsten Kunstwerke hatte man im 15. Jahrhundert ins heutige Myanmar geschafft, wo sie sich heute befinden. 400 Jahre später schlugen europäische Forscher, Abenteurer und Händler zu, verpackten Statuen, Bronzeskulpturen und Stücke von Reliefs in Kisten und verschifften sie nach Europa, wo sie in Museen und privaten Sammlungen landeten. Heute gibt es in Angkor nur noch wenige originale Statuen. Was nicht gestohlen wurde, befindet sich in den Archiven der Archäologen vor Ort oder im Staatsmuseum in Phnom Penh, um zu verhindern, dass auch diese letzten Stücke abhanden kommen. Kunsträuber brechen bis heute Tafeln aus Reliefs und schlagen Figuren die Köpfe ab, um sie am Schwarzmarkt in Europa, den USA oder Japan zu verkaufen. Wir besuchen einige weitere, weniger frequentierte Anlagen, bevor es nach Angkor Wat geht. Die zwei kleineren Tempel, Thoma Mon und Chao Sai Devoda, liegen nahe Angkor Thom. Im Laufe der Jahrhunderte sind die Umfassungsmauern der beiden Tempel weitgehend verschwunden. Während der Thoma Non in den 1960er Jahren komplett restauriert wurde, ist der Chao Sai Devoda noch ursprünglicher, wenig restauriert. Auch dem Tempel Ban Thai Dei bleiben die Besuchermassen weitestgehend fern. Der Tempel gehört mit seinen 500 x 700 Metern Fläche zu den kleineren, allein die Baumriesen sind aber einen Besuch wert. Am östlichen Eingang des Tempels liegt Sra Srank, das königliche Bad. Der künstliche See misst 725 x 400 Meter und ist 4 Meter tief. Alles von Hand ausgehoben und mit Sandstein ummauert. Gemäß einer Inschrift diente er dem Wohl aller Kreaturen, mit Ausnahme der Deichbrecher, vermutlich Elefanten. Nahe den Göttern zu sein, war schon immer Ziel der Menschen. Man baute in die Höhe, da die Götter gern auf Bergen wohnen. Heute lautet der Name des Tempels Takeo, was altes Kristall bedeutet. Einst hieß der übersetzt jedoch Berg mit goldenen Gipfeln und verweist auf den mythologischen Berg Meru, den Weltenberg inmitten des Universums. Im Jahr 1007 weihte man ihn dem Hindu-Gott Shiva. Kurz vor Fertigstellung schlug ein Blitz ein, was als schlechtes Omen galt. Also gab man ihn auf. Einige Reliefarbeiten waren fertig, die übrigen Wände jedoch blieben ungestaltet. Er ist quasi noch ein Rohbau. Zwischen den Tempelanlagen ist man immer einige Kilometer unterwegs, nichts für einen Spaziergang. Dabei bietet sich ein Stopp bei den Händlern und Familien am Wegesrand für eine Pause an. Hier stellt man Palmzucker und verschiedene Webwaren her,
bietet sie den Touristen feil. Die Regierung will die Menschen aber raus aus dem Nationalpark haben, zum Schutz der Anlagen. Sie sollen in ein neues Dorf nach Runta-Eck, 25 Kilometer entfernt, umsiedeln. Nur, das wollen die Menschen nicht. Leben sie hier doch von den Touristen, sie sind ihre Lebensgrundlage. Es geht immerhin um etwa 10.000 Familien. In Runta-Eck gibt es aber keine Beschäftigung, kein Einkommen mehr. Einer der kunstvollsten Tempel dürfte der von einem Lehrer und reichen Landbesitzer sein, Bhante Rai. Er zeichnet sich durch filigrane Steinmetzarbeiten aus und wurde zu Ehren von Shiva errichtet, einem der Hauptgötter des Hinduismus. Er steht für Schöpfung, Neubeginn, aber auch Erhaltung und Zerstörung. Bhante Samre, die Festung der Samre, einst ein lokaler Volksstamm. Man nennt den Tempel aber lieber Zitadelle der Frauen. Er zeigt eine überwiegend hinduistische Bilderwelt, am zentralen Tempelturm aber auch Reliefs aus dem buddhistischen Glauben. Auch er befindet sich außerhalb der touristischen Ströme, dennoch ist etwas mehr los. Mit uns traf eine Schülergruppe aus Phnom Penh ein. Manche der Schüler fordern uns auf, von ihnen Bilder zu machen, für uns, für den Film, und bedanken sich dann mit einer Verbeugung und strahlenden Gesichtern. Wie schon in Vietnam sind die Höflichkeit und der Respekt vor anderen Menschen, besonders Älteren, ein hohes Gut. Es geht hoch auf den 55 Meter hohen Bakheng-Hügel. Viele kommen, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Nur geht die Sonne über einem See in der Nähe unter, könnte eigentlich überall sein. Besser ist es am frühen Morgen nahe Angkor Wat, dann geht die Sonne über den Tempelanlagen auf. Der Phnom Bakheng ist der hinduistischen Göttin Shiva gewidmet und eines der älteren Bauwerke auf dem Areal. Ringsherum ließ der damalige König um 900 seine Hauptstadt errichten, auf einer Fläche von 4 mal 4 Kilometern, mithin größer als Angkor Thom, die spätere Hauptstadt. Auch wenn der Ort hier um diese Zeit einer der meistbesuchten der antiken Städte ist, hält sich der Besucherandrang in Angkor in Grenzen. Die Besucherzahlen haben sich nach Corona noch nicht wieder ganz erholt. Segen und Fluch. Gut für die antike Stätte, sehr schlecht für die tausenden Menschen hier, die auf den Tourismus angewiesen sind, ihn zum Leben und Überleben benötigen. Wir sind auf dem Weg zu der Tempelanlage Angkor Wat. Die Anlage ist nationales Wahrzeichen und Herz und Seele Kambodschas. Übersetzt heißt Angkor Wat die Stadt der Tempel. Dieser Komplex wurde vor etwa 1000 Jahren erbaut und dürfte die größte Tempelanlage der Welt sein. 300.000 Menschen sollen die Gebäude in 37 Jahren erbaut haben, mit Hilfe von 6.000 Elefanten. So jedenfalls erzählt eine Legende. Angkor Wat wurde vermutlich unter der Herrschaft des Königs Suryavarman II. Erbaut. Zu seinem Tod war der Bau nicht ganz fertig, er wurde eingestellt, einige Reliefs nicht fertiggestellt. Im Zentrum steht der markanteste Tempel mit 5 nach Lotusblüten geformten Türmen. Zahlreiche Wände sind mit steinernen Figuren dekoriert. Alle unterscheiden sich in Details, keine gleich der anderen. Galerien zeigen historische Szenen vom Leben, den Kriegen, religiösen Geschichten und dem Schöpfungsmythos des Quirlen des Milchozeans. Angkor Wat ist der besterhaltene Tempelbau von ganz Angkor
und hat auch heute religiöse Bedeutung. Einst für den Hinduismus erbaut, dominiert jetzt der Buddhismus. Die Türme repräsentieren den Mount Meru, das Zuhause der Götter. Die Mauern ringsherum stehen für alle anderen Berge, die nach den Mythen die Welt umschließen. Der Wassergraben rund um das Gelände symbolisiert den Urozean. Die meisten Khmer verließen im 15. Jahrhundert die Tempelanlage. Sie wurde aber nie ganz aufgegeben wie die anderen Anlagen. Anfang des 20. Jahrhunderts restaurierten die Franzosen Angkor Wat und befreiten das Areal von Erde und Vegetation. Ta Prohm, unsere letzte Station in Angkor. Die Anlage wird gern Dschungeltempel oder Lara Croft Tempel genannt. Bei der Restaurierung verzichteten die französischen Archäologen darauf, die Bäume zu entfernen. Man wollte einen Tempel in dem Zustand belassen, dem er vorgefunden wurde. So entfernten und sicherten die Restauratoren die Vegetation und die herabgefallenen Mauersteine nur so weit, dass es Besuchern möglich ist, die Anlage zu begehen. Das war auch der Grund, warum man ihn als Drehort für Tomb Raider mit Angelina Jolie auswählte. Lara Croft ist in dem Streifen rund um den Tempel auf der Suche nach einem mystischen Artefakt. Der Tempel zieht die Menschen fast magisch an. Sind gerade einige Reisegruppen anwesend, sollte man Geduld haben und abwarten. An manchen Fotospots baut sich sogar eine Warteschlange auf. Es gibt jedoch auch sehr schöne Stellen, die nicht dem Hauptweg folgen. Also Zeit einplanen, dann schafft man sogar Filmszenen ohne Menschen. Besonders eindrucksvoll sind die Bäume, etwa eine Würgefeige oder die noch größeren, bis zu 45 Meter hochwachsenden Tetrameles nudiflora. Deren Wurzeln überwuchern ganze Gebäude. Zurück zu Tomb Raider. Denn es soll tatsächlich einst einen Schatz hier gegeben haben. So steht auf einer mit einem Relief versehenen Säule geschrieben, dass zu den Tempelschätzen des buddhistischen Ta Prohm Gold, Perlen und Seide gehörte. Allein an Gold sollen sich hier 5 Tonnen befunden haben. Weiter erzählt die Inschrift, dass auf dem Gelände 12.500 Mönche lebten, darunter 18 Hohepriester und 615 Tänzer. Der Tanz spielte in den damaligen Zeiten eine wichtige Rolle. Errichtet wurde der Komplex im 12. bis 13. Jahrhundert. Die gesamte Anlage umschließt rund 60 Hektar. Außerhalb der Begrenzungsmauer fanden sich rund 3.140 Dörfer mit insgesamt 80.000 Bewohnern. Wie überall in Angkor waren aus Stein gebaute Gebäude religiösen Zwecken vorbehalten. Die Menschen, auch der König, lebten in Häusern aus Holz, die dem Zahn der Zeit zum Opfer fielen. In vielen Tempeln finden sich Reliefs von Apsara-Tänzerinnen. Sie sind in der hinduistischen und Teilen der buddhistischen Mythologie halb menschliche, halb göttliche Frauen, leben im Palast des Gottes Indra. Sie sind Geister der Wolken und Gewässer und damit vergleichbar mit Nymphen aus der griechischen und römischen Mythologie. Apsaras brachten den Menschen zur Zeit des historischen Königreiches Kambodscha die Kunst des Tanzes nahe. Es sind häufig recht langsame und grazile Tanzbewegungen, wobei die Handstellungen eine wichtige Rolle spielen. Zum Repertoire gehört die Darstellung epischer Geschichten und Gedichte oder das Leben der Menschen und die Brautwerbung. Der Blick zurück auf die letzten 4 Wochen zeigt uns 2 spannende Länder mit vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten, positiven Überraschungen, schönen Landschaften, wuseligen Großstädten und freundlichen, respektvollen, fast immer lächelnden Menschen. Es zeigt den Optimismus vieler hier, ihre Zufriedenheit. Wir sind in Vietnam von Nord bis Süd gereist, vom Bergland an der Grenze zu China bis zum Delta des Mekong. Respekt, Freundlichkeit und Offenheit sind hier mehr als nur Schlagworte. Man sollte mit offenen Augen und Armen durch das Land reisen und wird dann auch entsprechend belohnt.
Gleiches widerfuhr uns in Kambodscha. Als Fremde werden wir hier freundlich empfangen. Hinter der Natur der Menschen steckt häufig ein starker Glaube. Beruflicher Erfolg oder das Geldverdienen stehen nicht über allem. Der hier vorherrschende Buddhismus wird von vielen gelebt. Mitgefühl und Fürsorge sind Grundeinstellungen. Ganz weit oben steht die Familie, die auch die Ahnen mit einschließt. Viele Einheimische besitzen nur wenig, sind dennoch zufrieden mit dem, was sie haben. Natürlich lässt sich keine Nation, keine Kultur in eine Schublade stecken.